Hallo, mein Name ist Nina und ich wohne hier in den Silotürmen, also kommt gern mit rein. Das war früher ein Futtersilo, da waren Mais und alles drin, weil meine Großeltern hatten früher einen Bauernhof und ganz viele Tiere und die mussten versorgt werden. Genau. Dann haben wir gedacht, machen wir Wohnraum draus und jetzt wohne ich hier. In dem Futtersilo zu wohnen ist eigentlich mega schön. Wir haben alles so ausgebaut, wie ich das wollte. Also ich habe dem Papa gesagt, ich will es so und er hat so und so gebaut. Und ja, eben gerade dadurch, dass es Oma und Opa gebaut haben und genutzt haben, ist es halt mega schön, dass wir das so weiter nutzen können. Wir haben hier die Schiebetür ins Badezimmer rüber. Jetzt stehen wir schon im Badezimmer. Da ist die Dusche, dann haben wir hier die Toilette und hinter mir ist dann der Waschtisch. Wir haben hier noch ein Fenster im Bad. Das ist auch das Einzige, was wir so im Silo selber haben, weil das halt schon mega die Arbeit war, das alles rauszuspitzen, damit wir da das Fenster reinsetzen können. Und ist natürlich rund, damit es zu allem passt. Die gucken jetzt schon rein, die Leute, wenn sie vorbeilaufen. Deswegen haben wir so eine Sichtschutzfolie drauf. Die bringt aber noch nicht so viel. Ich muss mal noch gucken, dass ich was Besseres finde. Wir haben hier im Bad, also in der Dusche selber, so einen Münzenboden. Das habe ich mal irgendwo im Internet gesehen und dann fand ich das so cool, dass ich ganz viel gesucht habe. Da habe ich erst gedacht, wir machen alles mit 5-Cent-Münzen. Die habe ich aber eigentlich alle zusammengesammelt gekriegt, weil es sind schon mega viele. Und die Oma hat dann gemeint, sie hat vom Opa noch so ganz viele Münzen, die er auf der Deponie gesammelt hat. Und die habe ich dann quasi vererbt gekriegt von der Oma. Das ist eine alte Nähmaschine. Ich weiß gar nicht, ob der Opa die gefunden hat oder der Papa. Genau, und dann haben wir gesagt, irgendwas, wir wollen nicht so einen Standard-Waschtisch da haben, weil das wäre irgendwie langweilig. Wir mussten ja alles auf Putz legen, weil die Wände vom Silo nur 10 cm dick sind und da kann man jetzt nicht noch rausspitzen, um die Leitungen reinzulegen. Die ganzen Rohre sind auf Putz und dann haben wir gesagt, wir machen sie schwarz und dementsprechend haben wir die ganzen Armaturen im Badezimmer schwarz gemacht. Wir haben eigentlich alles, was eine normale Küche auch hat, manchmal ein bisschen kleiner. Wir haben hier einen Kühlschrank, wir haben hier eine Herdplatte, sind zwar nur 2, aber das reicht vollkommen aus. Kaffeemaschine auch ganz wichtig. Und hier drüben noch das Waschbecken und unten der Ofen, der ist ganz normal groß. Stauraum für Besteck und hier oben für Teller. Wir haben hier oben noch so ein Regal, da sind so ganz viele Sachen drin, die man zum Kochen braucht, Reis und Zucker und Mehl. Alles, was halt in den Schränken keinen Platz hat, steht da oben. Den kann man runterklappen und die Stühle so ausklappen. Dass wir so einen Tisch wollen, wussten wir schon lang. Und dann zum Frühstücken oder mal einen Kaffee trinken reicht's. Das Silo ist an sich 3 Meter hoch und ging jetzt, wo wir hier stehen, noch so 20 Zentimeter waren die tiefer. Und dann mussten wir noch ein bisschen ausgraben, dass wir so auf 40 Zentimeter gekommen sind. Und dann wurde von unten isoliert und dann die Fußbodenheizung drauf, der Estrich und jetzt die Fliesen. Das war jetzt der untere Stock, eben mit der Küche und dem Badezimmer. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir mal nach oben und gucken uns oben alles an. Wir haben nicht viel Platz und deswegen ist es so eine Raumspartreppe, wo man mit einem Bein anfangen muss und dann geht es immer so hin und her. Ich fange immer mit dem richtigen Bein an, aber man wird erstmal ins Leere treten und dann gegebenenfalls runterfallen. Wir sind jetzt im 2. Stock, quasi so zwischen den Silos. Hier haben die aufgehört, so auf der Ebene. Und dann haben wir einfach so noch einen Boden eingezogen. Wohnzimmer, Esszimmer und Schlafzimmer. Alles in einem Raum. Und dann findet man gerade hier das Sofa, der Esstisch mit noch einem Bildschirm für den Computer. Und hier drüben geht es dann hoch zum Bett über diese Treppe. Und da oben ist Bett und hier drunter ist dann noch der Kleiderschrank. Hier gibt es dann so halbrunde Schubladen, das hat auch alles der Papa gebaut. Weil das vom Schreiner machen, dann wäre man arm. Genau, alles auf Maßanfertigung. Eben hier 6 Schubladen. Und hier ist noch so ein Auszug, da hängen Hosen und Kleider und so, was man halt so aufhängen muss. Und hier drunter ist dann einfach noch so ein bisschen Stauraum, da liegt jetzt gerade mein Schulzeug und ein bisschen Schmuck und alles, was noch nicht so einen festen Platz hat, wird einfach in die Kammer des Schreckens geschmissen und dann
ist es vergessen. Dann haben wir über dem Bett noch 2 Fenster. Da muss man hier über die Treppe hochklettern. Und eben, das sind ganz süße kleine Fenster, die kann man ganz aufmachen oder kippen. Ja, man könnte auf die Straße gucken und sonst hat man einen Blick zu den Nachbarn. Oder wenn man ganz viel Glück hat, auch noch ein bisschen auf den Rhein. Ich wohne hier mit meinem Freund zusammen und der muss schon früher aufstehen als ich, also 3 Stunden früher. Ja, ich bin dann halt einfach auch wach. Weil ja, es geht fast nicht, dass man aufsteht, ohne dass es der andere mitkriegt. Aber das ist kein Problem. Ich liege dann hier einfach noch rum. Manchmal schlafe ich wieder ein. Wir haben auch noch ein kleines Kätzchen, das kommt dann immer zum Kuscheln vorbei. Wir haben hier jetzt noch so ein Geländer quasi, dass man nicht runterfliegt und sich einfach ein bisschen wohler fühlt, das was da ist. Ja, das war mal von meiner Schwester das alte Ausklappsofa. Ich glaube, wir haben auch nur eine Nacht ohne das Geländer geschlafen. Wir haben gesagt, es wäre schon gut, wenn was da wäre, nur im Notfall. Ja, eben, ich habe ganz viele Pflanzen hier rumstehen. Hier drüben noch Bilder vom Opa und ein Kreuz, das hat mir die Oma geschenkt, weil der Opa ist verstorben im Februar. Und das ist der Opa mit meinem Onkel. Er ist bestimmt 60 Jahre alt oder so. Und der Opa ist ganz wichtig gewesen. Ja. Leider hatte das Silo nicht mehr so mitgekriegt. Eine Woche bevor wir den Dachstuhl hochgemacht haben, ist er dann verstorben. Aber so die Prozesse hat er noch mitgekriegt und er war mega stolz und hat es jedem erzählt. Weil er die Silos, früher hat er sie ja gebaut mit der Oma. Und dann war das schon wichtig, dass der hier auch mit einzieht quasi. Da habe ich mal angefangen zu sticken, habe ich noch nicht fertig gemacht. Opas Lieblingslied, der liebt den böhmischen Traum. Und wenn man da jetzt mit Spotify hingeht, kann man den Code so abscannen und dann läuft das ab. Das ist eigentlich ganz cool. Genau. Und jetzt kann man das dann so ablaufen lassen. Ja. Wir haben gesagt, wir müssen noch irgendwas vom alten Silo da haben, noch Spuren aus der Zeit vor meinem Häuschen hier. Und dann haben wir einfach gesagt, wir verputzen die Wand nicht weiß, sondern wir lassen sie einfach so, wie sie war, dass man einfach noch sieht, so sah das Silo aus und ein bisschen Nostalgie vielleicht auch da ist. Das sind die Silos früher. Das sind die Türen, von denen ich schon erzählt habe, wo dann das Mais rauskam. Das ist jetzt von der anderen Seite, wo der Balkon jetzt ist. Und hier sieht man eben die Rundung, die rausgeschnitten wurde, damit hier oben der ganze Platz entsteht. Also alle Leute, die so kommen, die können sich das eigentlich gar nicht vorstellen. Wenn ich das Freunden erzählt habe, ja, wir bauen jetzt Silo aus, waren also, ja, alles klar. Jetzt stehen wir hier auf der Terrasse. Im Sommer ist es ganz schön, wenn es warm ist. Man hat den ganzen Tag Sonne. Hier hinten haben wir dann noch so einen Balken rüber. Das ist für die Katze, also Martin, dass er vielleicht eher aufs Dach geht und nicht zur Straße rennt. Wir haben da das eine Solarpanel, das ist fürs Licht im Silo. Das läuft über Solar. Der richtige Strom quasi, das läuft noch über den normalen Hausstrom, aber das ganze Licht läuft darüber. So, dann fehlt uns jetzt eigentlich nur noch ein Raum, den wir angucken müssen. Genau, könnt ihr ja gerade mal schnell mitkommen. Wir sind jetzt hier im Waschraum und Lagerraum. Hinter der halbrunden Wand, das sieht man jetzt gar nicht so gut, ist hier die Küche und hier hinten ist das Badezimmer. Und gerade über uns ist der Wohnbereich, also Esszimmer, genau. Einfach der Meter, den wir noch angebaut haben. Also da unten ist dann noch der Boiler und das Abwasser und die Pumpe, aber das kann der Papa viel besser erklären, der hat das ja auch alles gebaut. Ein bisschen das Problem, dass eben ein Haus ja auch Abwasser gibt und auch Brauchwasser braucht. Und aus diesem Grund haben wir da einen Keller unterbaut. Und da ist ein Hebewerk drin, wo das Abwasser dann zu uns rüber in die Kanalisation pumpt. Und der Boiler für das Warmwasser, dass sie eben auch warm duschen kann hier drüben in ihrem Silo. Machen wir da mal wieder zu, dass keiner runterfällt. Haben wir jetzt mal den Grundputz drauf. Das heißt, wir haben 15 cm Styropor auf das Silo draufgeklebt.
rund. Das war auch ein bisschen eine Herausforderung, weil die gibt es so nicht, sondern man musste jedes Teil wirklich zuschneiden und zusammenpuzzeln, dass wir das wieder rund hinkriegt haben. Da war früher die Rose hier in dieser Rundung. Die mussten wir dann aber eben wegmachen, damit wir anfangen können zu bauen. Und die hätte ich dann gern wieder da schön mit Beet eingepflanzt. Und irgendwie noch ein Bänkchen. Einfach, dass es auch von außen gemütlich ist und nicht nur innen. Der Pfosten hier, der war einfach nur übrig. Der liegt schon seit 30 Jahren auf dem Grundstück rum. Das war auch mal ein Industriebau, wo der angefallen ist. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, dann bauen wir den da ein. Und dann hat man nur noch einen, dann muss man halt noch einen anderen suchen. Und der ist halt deswegen anders, aber das macht ja nichts. Hauptsache ist ein Pfosten. Das Motto, geht nicht, gibt's nicht. Egal was es ist, ob man jetzt ein Haus baut oder ob man im Musical arbeitet oder wo es ist, eine Lösung muss einfach her. Und für das sind wir eigentlich bekannt, dass wir dann aus nichts noch eine Lösung wieder herzaubern. Ich hoffe, euch hat meine Roomtour durch Silo gefallen und falls ihr noch mehr Videos sehen wollt, könnt ihr gerne hier und hier klicken und natürlich den Kanal abonnieren. Tschüss!